Ich bin Frauke, ich wohne in Berlin seit kurzem, ich bin Sängerin. Ich habe auch Gesang studiert und arbeite jetzt eigentlich freiberuflich als Sängerin. Ich finde es super, ich meine, ich bin natürlich auch hier direkt in der Arbeit, also ich kenne mich auch eben sehr gut mit dem Portal aus und weiß ganz genau, wie es aufgebaut wurde und kenne die Geschichte und so weiter. Ich finde einfach, in erster Linie finde ich großartig, dass das Konzept ist einfach gut. Man hat einen Beitrag, den zahlt man einmal pro Monat, der ist wirklich nicht hoch und man kriegt Unmengen von Jobs, wirklich jeden Tag neu, auf die man sich bewerben kann und man hat eben wirklich einfach die Möglichkeit, selber aktiv zu sein und selber sozusagen seinen Weg zu gestalten und ja, ich finde es halt super, dass man nicht wirklich immer rumsitzt und Däumchen dreht, sondern wirklich einfach aktiv sein. Ja, also wichtig ist natürlich immer, wie die Vita, die man hier hat, wie das aussieht. Also wenn du ein Bild hast und zwei Informationen über dich, ist nicht so gut. Man kann nicht erwarten, dass viel dabei rumkommt. Also wenn man sich viel bewirbt, kann trotzdem viel passieren. Aber man sollte immer wirklich so gut wie möglich alles ausfüllen, viele Bilder reinstellen, möglichst auch viele facettenreiche Bilder. Als Sänger ist es ganz wichtig, dass man Aufnahmen hat, weil das erlebe ich häufig auch im Gespräch mit den Leuten, dass die keine Aufnahmen von sich haben und das ist ganz schlecht, weil es ist klar, du musst genauso wie du irgendwie als Schauspieler, wie die Leute dich sprechen hören müssen, musst du als Sänger müssen die Produzenten einfach einen Eindruck davon bekommen, wie deine Stimme klingt und ohne funktioniert es nicht. Und ja genau, also das sind so die wichtigsten Sachen und dass man sich wirklich immer regelmäßig bewirbt, weil das merke ich bei mir selber auch. Es gibt Zeiten, in denen bin ich ganz fleißig und bin wirklich immer jede Woche drin und schicke neue Bewerbungen und da kommt auch viel zurück, wirklich. Also es ist wirklich so und wenn ich eine Zeit lang dann mal wieder nicht so viel mache, wenn man vielleicht gerade viel zu tun hat, dann passiert eben auch nicht so viel und man wundert sich immer und denkt, wieso kriege ich jetzt eigentlich nichts? Aber es liegt wirklich einfach daran, wie aktiv man selber ist. Ja, lustig vielleicht nicht unbedingt, aber das für mich auf jeden Fall interessanteste Casting, was ich bisher hatte, war für ein Kreuzfahrtschiff, bei dem ich eigentlich mich als Sängerin nur beworben hatte. Die haben aber eine ganze Musical-Truppe besucht und ich wusste nicht, dass man so viel tanzen muss. Also ich bin dorthin gegangen und hatte nur so ein bisschen Sportkleidung dabei, keine Tanzschuhe, gar nichts und es war am Ende so, dass ich wirklich fast den ganzen Tag dort war und Tanzchoreografien gelernt habe. Ich war nass geschwitzt von Kopf bis Fuß und war nach Hamburg gefahren und musste dann abends wieder zurück in meinen verschwitzten Klamotten. Und das war sehr spannend. Also kann man vielleicht auch immer raten, wenn man irgendwo eingeladen wird, besser immer mal nachfragen, was genau gemacht wird. Weil es kann passieren, dass man irgendwie doch plötzlich andere Sachen machen muss, als man erwartet hat. Und dann steht man ein bisschen blöd da. Da hast du ja auf jeden Fall auch was gelernt. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich eine sehr coole Sache vor kurzem erst bekommen, deswegen bin ich auch die letzte Woche hier im Team erstmal, weil ich nämlich einen Job bekommen habe als Sängerin in einem 5-Sterne-Hotel in Griechenland zu arbeiten. Ja, das ist sehr cool. Es wird über eine sehr lange Zeit sein, also einige Monate werde ich weg sein in Griechenland und das ist genauso ein Fall. Damit hätte ich nie gerechnet. Da haben sich sicher viele Leute beworben und ich hatte ein On-E-Casting sozusagen und ich habe denen gut gefallen und jetzt habe ich diesen Job und sehr cool. Glückwunsch. Dankeschön. Wie ging eigentlich dieser E-Casting? War bei mir jetzt in dem Fall über Skype, einfach sozusagen ein
Bewerbungsgespräch über Skype, wo man einfach, ja, eigentlich als würde man sich gegenüber sitzen, nur einfach über Skype, weil die, glaube ich, damals in der Schweiz waren und ja, dann hat es ganz gut funktioniert. Genau, es ist relativ häufig auch so, dass das so gemacht wird. Allerdings, das gibt es, das kommt auch immer wieder. Also ich glaube, das hat mir meine erste Gesangslehrerin schon gesagt, die ich jemals hatte, als ich 14 war. Die hat mir schon gesagt, dass man wird immer wieder an Punkte kommen, an denen man eigentlich alles hinschmeißen möchte am liebsten. Es ist schwer, ganz ehrlich. Also ich kann auch nicht unbedingt sagen, dass es leichter wird. Weil vielleicht wird es sogar schwerer, weil man realistischer wird und weil man irgendwann auf eigenen Beinen steht und seine Miete selber bezahlt und nicht mehr von Mama und Papa unterstützt wird oder wie auch immer. Aber ich kann wirklich nur sagen, ich habe schon viel darüber nachgedacht, was anderes zu machen. Ich habe wirklich viele Dinge auch in Betracht gezogen. Ich habe auch schon mal fast noch ein anderes Studium angefangen, aber ich bin immer wieder dahin zurückgekommen und ich glaube, je mehr man daran zweifelt, wenn man am Ende wieder da ist, dann will man es auch wirklich. Und dann zieht man das auch durch und solche schweren Phasen kommen immer wieder, aber man übersteht die auch. Ich kann wirklich nicht sagen, es gibt das eine Heilmittel. Man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen. Was natürlich einem Sicherheit gibt, ist, wenn man einen Nebenjob hat, sowas wie ich jetzt hier zum Beispiel auch. Also wenn ich eben mal nicht so viel als Sängerin bekomme, dann bin ich hier und dann kann ich hier arbeiten und Geld verdienen und sowas ist natürlich immer eine gute Stütze.